Sag etwas. Hallo, Echo. Oh, warte mal schnell. Hier, das ist meine Kopflampe. Stirnlampe. Da habe ich jetzt gleich Tag vor dir. Das, Kollege, sein Auto. Da ist das Lager. Gemütlich, gemütlich. Es wird jetzt aber minus. Was meinst du, haben wir schon minus 2 oder 3? Ich würde sagen, es ist erst um die 0. So, hä? 0 Grad. Ja, es ist schon noch nicht so mega kalt. Ich kann dann nachher nachschauen. Wow, voll auf das Fresse. Voll ins Gesicht. Voll ins Gesicht. Ah, ist das schön. Weißt du, jetzt kannst du eh keinen Ausblick geniessen. Spielt es nicht so eine Rolle, wenn du nicht auf einem Berg oben bist oder so. Das weiss ich nicht. Siehst du ja eh nichts. Viel Munkeln im Dunkeln. Schon so. Du müsstest noch ein Nachtsichtgerät mitnehmen. Dann könntest du die Tiere auf Fotos machen. Wenn dich jemand schaut. Ja, dann müsstest du sie aber noch finden. He. Ja. Das ist schon möglich. Ja, also zur Nacht ist im Fall schon. Irgendwie haben sie dann keine Angst. Die Viecher. Das ist nicht so gefährlich. Ich habe mal der Antenne vorgepennt, nachher sind Gämsen unten durchgelaufen. Die haben mich gesehen, so, haben mich einfach so angeschaut, so, was machst du da? Voll, hat sich nicht stören lassen. Wir sind gerade auf dem Einkaufstrip gewesen. Mhm. Ja, ja. Und ein anderes Mal bin ich, sag schnell, da bin ich den Tag durch, laufe ich so ins Camp 1 rauf, oder? Und dann sind sie dort so an einer Steinschütte. Auf einmal kommen so 2 Gämse vor zu laufen, etwa 20 Meter vor mir. Der eine schaut mich an, nachher schaut er hinterher und nachher kommen die anderen Gämse aus die Jungen und so, alle zusammen. Die sind dort gewesen. Und der hat mich dann immer so angeschaut, so prüfend. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, der hat mich erkannt. Weil ich habe schon so manchmal dort oben gesehen, oder? Ich habe die schon so manchmal gesehen, die kennen mich, glaube ich, langsam. Und die wissen einfach, dass ich nicht gefährlich bin, dass ich kein Jäger bin und so. Und darum hat er dort eine Entwarnung gegeben, quasi. Ist gut kommen. Ist nicht gefährlich, oder? Und da sind die etwa 20 Minuten sind die dort vor mir an der Steinschütte. Ich weiss nicht, ob sie geübt haben laufen oder weiss doch nicht, für die Jungen, oder... Ich habe denen wirklich... Und nachher sind sie dann einfach easy davon gelaufen und dann bin ich dann auch weitergelaufen. Aber ich habe wirklich das ganze Schauspiel am Rad angeschaut. Aber ich habe die Kamera nicht getraut, vorzunehmen. Ich wollte mich nicht bewegen. Aber da hätte ich filmen. Ja, der eine ist eine Eule. Mitten in der Nacht fliegt sie plötzlich vor mir. Du hörst keinen Ton, wenn die fliegt. Du siehst sie nur, wenn du Glück hast. Ich habe mit der Taschenlampe geleuchtet. Ich habe sie nur gesehen, du hast nichts gehört. Weißt du, kein Geräusch von den Flügeln oder so. Mhm.
Yeah, ein richtiges Feuer, ey. Hey, hast du nicht gedacht, hey, jetzt ist es 20 vor 6 Uhr. Es wird sehr schnell, sehr dunkel. Und es ist wirklich schon stockdunkel. Es ist kein Stern, nichts. Ja, das ist richtig Woche. Da wird ein geiles Zurücklaufen. Kommt die schon von nachher. Wenn ich es dann noch finde im Nebel. Ja, das sollte eigentlich schon kein Problem sein. Ja, das Feuer spiegelt nicht. Das Feuer siehst du wahrscheinlich gar nicht von da vorne. Über der Straße nicht, nein. Aber die Lampe siehst du vielleicht das Licht und so. Das siehst du sehr wahrscheinlich. Also du siehst, wenn du auf dem Feldweg bist, irgendwie nach ein paar Metern, als ich hier gefahren bin, habe ich noch schon was gesehen. Aber auf der Straße oben siehst du es nicht. Hey, ja. Ja? Du mich ein bisschen filmen. Ja, wenn ich dich nicht filmen darf, du halt mich ein bisschen filmen. Hallo Freunde! Hallo! Juhu, es ist wieder mal frisch in der Schweiz. Und wir haben es uns hier gemütlich eingerichtet. Das Feuer geht schön warm, tipptopp. Kein Bier dabei. Kein Schnaps. Sauerei. Sonst habe ich aber noch einen Flachmann dabei. Okay. Was bevorzugst du als Inhaltsstoff? Einfach ein Schnaps. Kräuter ist eigentlich am besten, finde ich. Also wenn du einfach sonst auch gesund und so. Zwetschge. Nein. Ja gut, ich nehme alles, wenn es... Ja. Oh, jetzt habe ich den Stecker nicht mehr zum Fragen. Yeah. Der muss auch noch irgendwie drauf rauf. Komm. Der muss nach hier rauf. Ja, ja. Geil. Da ist noch so ein Zweckloser. Vorher war es besser. Es gibt immer etwas zu. Jetzt kommt langsam die Feuchtigkeit. Spürst du es nicht? Nein. Luft. Nein, nicht viel. Irgendwie müsste es anders aufbiegen wieder. Jetzt muss man warten, bis noch ein bisschen Holz hat. Nein, warte jetzt. Das bringen wir schnell.
Pass auf. Danke! Was ist da wieder runtergefallen? Das war der Emil. Hä? Das war der Emil. Stellen wir es wieder genau gleich auf, weißt du? Nimm es von Hand. Von Hand? Ja? Ja, genau, ja. Wieso nicht? Ah, Mann! Du musst mit 2 Stäbchen, so, weißt du, ein Chinesen. Ja, schon. Jetzt bleibt er da wieder hängen und dann bleibt er da wieder hängen. Oh, fuck! Oh, 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 oh. Nein! Nein! Du mit der Hand drüber los, weil das ist nicht so. Ah, dort unten ist auch noch auf dem Dings. Auf dem Mädchen. Na toll, jetzt habe ich es wieder geschafft. Hey. Nein, ist nicht so schlimm. Es lebt noch alles, noch nicht abbrennt. Wieso nicht gerade? Du hast ein Rücklicht am Kopf. Ich weiss. Ja, super. Weißt du, wie ich meine? Sexy. Hä? Sexy! Da haben wir Marcel mit seiner kleinen Scheiterbiege.